Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, die neuesten News sind reingeflattert. Gestern war es dann soweit. Es soll wohl so kommen, dass der Berserker einen relativ heftigen Nerf bekommen wird. Er wird sehr viel schlechter gemacht, als er jetzt momentan ist. Und die Meinungen sind sehr zwiegespalten. Bevor ihr da meinen Senf zuhört, möchte ich da sehr gerne mal eure Meinung zu hören, weil manche Leute sagen, okay, das wurde jetzt mal Zeit, der Berserker war viel zu stark, man konnte viel zu krass damit Dungeons pushen. Auf der anderen Seite ist er halt eben eine krasse Early-Game-Klasse, aber im Late-Game wird er eventuell ein bisschen schwächer im Vergleich zu anderen Klassen. Ja, deswegen, die einen sagen, okay, ja, dieses unendliche Angreifen und das war zu stark, man sieht nur noch Bersis in der Ehrenhalle, obwohl jetzt der Demon Hunter jetzt auch schon zugenommen hatte, und die anderen sind halt strikt dagegen und sagen, ey, warum müssen jetzt irgendwie alle Klassen angefasst werden, so unsittlich, ja, und werden jetzt genervt, nicht zu guter Letzt jetzt auch der Battle Mage zum Beispiel. Und na gut, der Druide wurde jetzt ja auch im Positiven überarbeitet, ne? Aber jetzt passiert viel bei den Klassen und das finden halt auch viele negativ. Deswegen sind sehr viele zwiegespalten. Deswegen würde ich mal ganz gern eure Meinung dazu wissen. Für die Leute, die noch nicht wissen, worum es geht, der Berserker bekommt eine Closed Beta. Wir haben ein paar kleine Anpassungen am Berserker vorgenommen und möchten herausfinden, wie sich diese bezüglich des Balancings im aktuellen Spiel verhalten. Deshalb werden wir eine Closed Beta durchführen, um entsprechende Daten und Feedback zu sammeln. Anpassung: Der Berserker kann nur noch maximal 10 Mal hintereinander angreifen, wenn er wütend ist. Ja, das ist der erste Punkt. So, da kann man noch sagen, okay, man muss erstmal eine 10er Berserker-Kombo hinkriegen. Das ist schon stattlich, sag ich mal, ne? Also da braucht man schon ein paar tausende Versuche, um sowas hinzubekommen, dass der Berserker 10 Mal und dann noch darüber hinweg noch hintereinander angreift. Das passiert in den allerseltensten Fällen. Deswegen würde ich diese Änderung so, ja, man hat nicht mehr diesen Unendlichkeitsfaktor, was ich aber auch sehr schade finde, irgendwo, weil es das auch irgendwo nochmal spannend gemacht hat. Ich meine, wenn man sich jetzt andere Klassen anschaut, zum Beispiel die Kunigunde, die könnte ja in der Theorie auch unendlich ausweichen. Der Krieger könnte in der Theorie unendlich blocken. So, und der Berserker konnte halt eben unendlich angreifen. Ne? Kann man sagen, okay, ist doch eigentlich nur fair irgendwo. Ne? Gegen Magier kann der Berserker nicht mehr wütend werden. Er erhält aber auch keinen doppelten Schaden mehr. Bisher war es ja so gewesen, dass der Berserker auch gegen Magier ragen kann. Und der Magier hat ja eigentlich den Vorteil, dass er von den meisten Klassen die Fähigkeiten auskontern kann. Wie zum Beispiel beim Battle Mage, ne, der kann kein Feuerball, beziehungsweise jetzt halt den Arkan Kometen auf den Magier richten. Die Kunigunde kann nicht ausweichen, der Krieger kann nicht blocken, etc. Ne? Also das war bisher auch was gewesen, wo der Berserker noch profitieren konnte gegenüber dem Magier. Dafür hatte der Berserker halt aber auch eben doppelten Schaden erlitten, ja, gegen die Magier so, ne? Also wenn der Magier gekrittet hat, das waren immer sehr schnelle Kämpfe gewesen so. Wenn der Bersi eine Combo rausgehauen hat, der Magier hat nicht sehr viel Leben, so, dann ist der Magier schnell mal weg. Ne? Dafür aber auch eben der Berserker, wenn der einen Crit vom Magier bekommen hatte, weil der Berserker ja auch nicht so viel Leben hat wie ein Krieger, war der halt eben auch relativ schnell weg, weil halt eben doppelter Schaden so, ne? Und jetzt ist es halt, ja, jetzt kann man den Berserker irgendwo ja, gleichstellen mit einem Krieger, weil ja beide auch das gleiche Hauptattribut Stärke teilen, nur der Krieger hat ja auch im Vergleich zum Berserker mehr Leben, was in der Theorie gegen einen Magier ja so wäre, als ob er irgendwo ein etwas schlechterer Krieger ist, so im direkten Fight gegen Magier so, ne? Also, ich weiß nicht, muss man gucken, wie halt eben, ja, ich weiß nicht, ob der Berserker auch so viel mehr Damage macht als der Krieger, ne? Und ist schwierig zu sagen auf jeden Fall. Deswegen würde mich gerne mal eure Meinung dazu interessieren. Wie gesagt,
Das finde ich zwar irgendwo sehr schade, muss ich sagen. Ich würde mir wünschen, dass es so bleibt, weil die anderen Klassen halt auch eben diesen Unendlichkeitsfaktor irgendwo in sich tragen, ne, mit Ausweichen und Blocken unendlich hintereinander, so vom Ding her. Ne? Also wäre es irgendwo auch nur fair. Das hier finde ich ja als etwas höheren Nerf, weil du musst halt erstmal eine 10er-Kombo, wie gesagt, erreichen. Das passiert in den aller seltensten Fällen. Deswegen wäre dieser Nerf wahrscheinlich gar nicht so doll bemerkbar. Ist jetzt für mich auch sehr traurig, für meinen persönlichen Fall, aber darum geht es hier ja jetzt nicht, ne? Weil ich ja auch mit dem Bersi hier halt so eine kleine Challenge machen wollte, so von wegen, wie oft kann ich eine Combo raushauen gegen bestimmte Gegner so. Da war jetzt halt die höchste Combo, die wir hatten mit dem Berserker, eine 9er-Combo oder so. Das war jetzt noch nicht sehr viel, ne? Und das hatten wir nach ein paar tausend Tries so, ne? Also da ist noch auf jeden Fall viel mehr Potenzial und ich wollte halt so eine unendlich hohe Combo aufbauen. Das hat sich ja denn damit jetzt nun erledigt, wenn der Berserker nur 10 Mal hintereinander angreifen kann. Und ja, aber wie gesagt, im normalen, ne, also wenn man jetzt nicht da draußen eine Challenge machen würde, so wie ich, im normalen Bereich wäre dieser Nerf halt eben sehr, ja, also wäre kaum zu merken so. Das, was mehr wahrscheinlich zu merken ist dieses gegen Magier-Ding so, dass da halt eben so ein Nerf jetzt reinkommt für den Bersi. Ne? Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob es die Kämpfe auch irgendwo ein bisschen balanced macht, weil ja, gegen Magier ist es halt wirklich komplett, ich muss mal gucken, ob wir jetzt einen finden hier in der Rangliste, gegen Magier ist es halt wirklich komplett random. Der kann dich halt so extrem aus den Leben schallern, weil du halt eben so viel Damage frisst. Aber das Ding ist halt auch, ja, die sind halt komplett random, die Kämpfe. Das Ding ist halt auch, wenn der Bersi einfach mal eine gute Combo durchhaut, ne, dann ist der Magier halt eben auch weg. Jetzt ist es quasi, also zum Stand jetzt, wäre es irgendwo vom Gefühl her ein Magier gegen Magier-Kampf. Ne? Es kommt drauf an, wer fängt an, wer crittet. Ne? Und durch diese Damage Reduction, die dann quasi stattfindet, dadurch, dass halt eben beide Parteien weniger Schaden erleiden, können die Fights sich vielleicht ein bisschen besser aufteilen. Sie werden nicht mehr ganz so random basiert, wodurch ja der Random-Faktor in einer gewissen Art und Weise auch sinkt und eventuell das auch dazu führt, dass der Berserker im Late-Game ein bisschen, also nicht mehr so volatil ist, wie er jetzt halt ist und eventuell ein bisschen mehr Konstanz in die ganze Sache reinbringt. Und Konstanz ist ja das, was nachher das Late-Game so spannend macht, beziehungsweise was Late-Game-Charaktere halt zu sehr starken Late-Game-Charakteren macht, ne? Wie zum Beispiel der Assassine, ne, der seinen Schaden aufgeteilt hat, ist im Late-Game ein bisschen besser als zum Beispiel im direkten Vergleich zum Kundschafter. Klar, ist natürlich auch deutlich teurer, weil wegen 2 Waffen, ne, du musst halt beides, muss ich jetzt nicht drauf weiter eingehen, aber er ist halt eben ein wenig konstanter vom Schaden her, deswegen auch eine etwas beliebtere Late-Game-Klasse. Ne? Beim Krieger ist es genauso, beim Battle Mage auch so, ne? Obwohl man sagen muss, gut, jetzt mit der aktuellen Anpassung muss man halt schauen, wie sich das jetzt beim Battle Mage so verhält. Aber auch der Krieger, durch das viele Leben, ne, auch eben eine sehr stabile Late-Game-Klasse. Und muss man schauen, wie sich das entwickelt. Ich werde auf jeden Fall mal, falls ich einen Key bekomme, ich denke mal, ich werde einen bekommen, werde ich das Ganze mal auch testen auf dem Beta-Server, werde euch dazu dann auch Videos zeigen, ne, wie sich da die Kämpfe so verhalten jetzt im direkten Vergleich jetzt gegen Magier so, weil das ist eigentlich so das Hauptding, worum sich dieser Nerf jetzt handelt, ne, bei den Tries. Da brauchen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Das ist halt eben, ja, irgendwo ein Einschneiden in ein Feature, was ich halt nicht verstehen kann irgendwo, weil andere Klassen auch so einen gewissen Unendlichkeitsfaktor halt mit sich bringen. So. Deswegen kann ich nicht verstehen, warum das genervt wird. Eventuell
kommt es in Zukunft sogar noch dazu, ich hoffe mal nicht, ja, ich hoffe mal, ne, dass jetzt andere Klassen jetzt auch irgendwie einen Nerf bekommen, dass der Kundschafter, weiß ich nicht, jetzt nur noch 10-mal ausweichen kann oder ein Krieger nur noch 10-mal blocken kann oder so. Das wäre natürlich, ne, also wir wollen es nicht hoffen, ich will es nicht raufbeschwören, ne, ich weiß von nichts, so, aber ich hoffe mal nicht, dass es kommt. Aber es wäre für mich eine logische, eine logische Folge, die das, was das provozieren kann, wenn jetzt halt eben alle Klassen irgendwo ein Stück weit angefasst werden, sag ich mal, ne? Ja. Aber wollen wir mal gucken, was da so passiert. Ich bin auf jeden Fall auf eure Kommentare gespannt. Lest mir das fleißig durch, was ihr dazu sagt, wie ihr das Ganze findet. Ich denke mal, alle Berserker unter euch werden das wahrscheinlich nicht unbedingt feiern, so, ne? Aber eventuell gibt es ja auch Berserker, die da anderer Meinung sind, die vielleicht halt eben, ja, auf diese nicht mehr so random Kämpfe gegen die Magier eventuell auch irgendwas Positives dem Update angewinnen können, aber natürlich jetzt sieht es erstmal sehr stark danach aus, dass es natürlich ein sehr krasser Nerf ist für den Berserker. Ne? Ja, weil halt viele Leute auch gesagt haben, ne, oder halt auch viele Leute auch zum Serverstart eben zum Beispiel die Berserker-Klasse picken, so, ne? Aber wie das Ganze halt eben sich nachher später verhält, ja, das sind halt meistens andere Klassen vorne als der Bersi, so, ne? Also das ist halt mehr so für die Server-Start-Leute, ne? Sag ich mal, eine sehr lustige Klasse. Aber ist sie wahrscheinlich dann auch noch weiterhin, ne? Weil, wie gesagt, eine 10er-Kombo ist schwer zu erreichen. Okay, Leute, das war's soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten schreibt mir sehr, sehr gerne einen Kommentar halt dazu. Und ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.